Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Gucken wir, was uns die neue Woche liefert. Veränderungen, die lieben wir ja alle. Sie könnten durchaus mal zum Positiven sein. Aber wir fragen ja, was sind die besten Energien für die Woche? Und hier ist es einfach so, dass es Veränderungen gibt, die unseren Wünschen entsprechen. Das kann jetzt bei allen sein, im Bereich der Liebe oder in den Herzensangelegenheiten. Eine Woche, die Zweifel ausräumt, offene Fragen beantwortet. So, ich habe jetzt lange nichts gesagt, weil es ist immer so, guckt mal, die Karten haben alle so viele Bedeutungen und wenn man sie kollektiv legt, gibt es sehr viele Szenarien. Und ich möchte ja möglichst viele auch deuten und es ist immer so, die Routen, die werden ganz gerne für Streitereien, Diskussionen genommen, Gespräche, die Hitze mitbringen auch, aber auf den klassischen Karten des Lenormands ist das auch die Route, mit der man sich selbst kasteit. Ja? Und das wird immer allzu gern vergessen, dass es eben auch Prozesse gibt, wo wir das tun. Hier ist unser eigenes Haus und da sind mit der Sense auch die Schnitte drin, die Verwundungen, die Sachen, die man mal beendet. Aber auch da kann eine schnelle Energie sein, die überrumpelt mit irgendetwas. Da macht man einen scharfen Schnitt, ja. Und Ernte kann es genauso sein. Also es ist immer sehr schwierig. Meine Intuition hierzu ist, dass wir uns einer sehr großen Verstrickung sehr plötzlich befreien, dass wir hier mal auch auf den Tisch hauen und sagen, so will ich das nicht mehr. Und darum steht man hier auch für sich ein. Man spürt irgendwie, dass man sich selbst kasteit, dass man nicht im Flow ist, dass man lange Wege geht, dass man Umwege fährt. Genauso ist es mit der Schlange. Einsteils ist die Verstrickung, einsteils ist die Genesung. Und man kann es so und so sehen. Ne? Wir beenden hier eine verstrickte Situation. Wir bringen genesende Veränderung in unsere Sachen. Wir haben unter dem Deck den Schlüssel, da gehen uns neue Türen auf. Das kann jetzt im Bereich Liebe, Menschen, die unsere Grenzen nicht wahren, sein. Das kann sein, dass man beruflich hier irgendeinen Weg so nicht mehr fährt oder dass man sich verkleinert, dass man nicht mehr alles mitmacht und am Ende hat man hier trotzdem die Stabilität. Ne? Man erarbeitet sich hier irgendetwas, was sich im Unterbewusstsein schon falsch anfühlt und hat dann die Möglichkeit, hier durch rasche Wenden für sich selbst gut zu sorgen. Wir haben die Liebe dabei, die Arbeit, vielleicht auch die Reisekarte, Sachen, die man mit den Eltern hat oder mit den Ahnen auch oder ja, wo sich giftige Situationen zeigen. Wir haben die Sterne dabei. Im Prinzip ist es so, dass man hier vielleicht nicht mehr auf etwas wartet oder hofft, dass hier glücklich ausgeht. Die Selbstzweifel sind da, aber ich sehe die gute Lösung, die sehr befreiend ist und ein neues Fundament auch bietet für alle, die
beruflich mit dem Ausland zu tun haben, sieht man hier auch eine schöne Energie. Langfristigkeit, berufliches Unterwegssein, das Beenden von vielen Umwegen, die man fährt. Nennen wir es mal so, es ist eine gute Woche, um mit der Faust auf den Tisch zu klopfen und zu sagen, hier ist die gute Grenze. Ne? Es ist eine Woche, wo man Entscheidungen trifft, wo man etwas eben nicht mehr vor sich herschiebt, sondern wo man es tut. Man hört auf seine Intuition, man geht voran. Selbstwertthemen sind dabei. Man lässt sich nichts mehr gefallen, man setzt Grenzen. Und wir kriegen das Ja. Die Intuition ist hoch. Wir wissen, wo wir handeln müssen. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Bereich ist, wo man sich eben nicht mehr selbst kasteit, wo man sich durchringt und sagt, ich stehe hier für mich ein, ich setze eine gute Grenze, ich lasse meine Grenzen nicht mehr ja, ich sag mal mit Absicht, wir haben den Fuchs dabei, hier ist immer auch die Absicht, ne, dass man, je mehr man etwas zulässt, und man spürt, es ist nicht richtig, desto mehr breitet es sich aus. Das ist so ein bisschen, wenn du immer Perlen vor die Säue schmeißt, kommen irgendwann die Säue und verlangen die Perlen, sowas, ne? Und das spürt man hier und es wird einem plötzlich klar und man handelt dementsprechend. So, es wird einem plötzlich klar, dann kommt hier die Klarheit auch raus. Man erkennt die Dinge, wie sie sind, man handelt entsprechend und es ist so, dass es sehr erdend und positiv ist, weil man sich wieder auf das Gute besinnt und für sich selbst auch eine gute Sache geschaffen hat. Ne? So dieses, ich bin es mir wert, das und das mit mir nicht mehr machen zu lassen. So, wir haben Element Erde, also Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau und wir haben Luft mit dabei, Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann oder aber es sind eben die Energien auch von den Elementen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis morgen.